So, erstmal Servus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von der Kochstunde und wir machen gefüllte Blätterteigtaschen. Eins meiner Lieblingsrezepte, gefüllte Blätterteigtaschen. Die gehen einfach, schmecken lecker. Und die Füllung, die variiert auch immer. Hier zum Beispiel füllen wir mit geräuchertem Lachs, also Räucherlachs, Frischkäse und Dill. Weiter würzen wir natürlich mit Salz, Pfeffer und wir geben auch noch ein bisschen Olivenöl hinzu. Als Kräuter verwende ich natürlich Dill und etwas Schnittlauch. Den Schnittlauch habe ich aus meinem eigenen Garten und den Dill kann man jederzeit überall kaufen. Weiter brauchen wir noch ein Ei zum Bestreichen des Blätterteigs und dieses Ei, das schlagen wir kräftig auf und würzen es noch mit Salz und Pfeffer. Wir wollen ja schließlich den maximalen Geschmack. Gut, den Frischkäse, die Kräuter und den Lachs haben wir ja schon in der Schüssel drin. Da würzen wir jetzt noch mit Salz und Pfeffer und geben Olivenöl hinzu. Und dann verrühren wir das Ganze richtig gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch Zitronenschalenabrieb hinzugeben. Das passt auch ganz gut dazu. Danach wenden wir uns dem Blätterteig zu. Den haben wir schon aus dem Kühlschrank herausgeholt und haben ihn auf Zimmertemperatur kommen lassen. So kann man ihn besser ausrollen und besser bearbeiten. Und aus dem normalen Standard-Blätterteig, den man kaufen kann, mache ich 4 Quadrate. Schneide ich 4 Quadrate heraus. Weil auf diese Blätterteigquadrate gebe ich dann etwas von der Lachs-Frischkäse-Mischung drauf. Aber ich gebe diesen Klacks jetzt nicht mittig auf die Blätterteigquadrate drauf, sondern versetzt, dass ich nachher beim Zuklappen weniger Probleme habe. Auch solltet ihr nicht eine zu große Menge draufgeben. Ja, ich weiß, es verleitet dazu, einfach mehr draufzugeben, weil es macht Lust, eine große Füllung zu haben, aber weniger ist hier tatsächlich mehr. Anschließend nehmen wir unser verquirltes Ei und bepinseln damit die Freiräume von dem Blätterteig. Weil beim Zuklappen sind das unsere Klebeflächen, die unsere Blätterteigtasche zusammenhalten. Aber da sind wir mit dem Ei immer noch nicht fertig. Weil jetzt geben wir noch Ei auf die Tasche, auf die zugeklappte Tasche drauf. Weil das gibt nachher beim Backen eine recht schöne, knusprig leckere Farbe. Wir geben dann die fertigen Taschen für 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Weil den haben wir vorher schon auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und normalerweise sollte man auch von dem Ei noch was übrig haben. Ja, und dieses restliche Ei, das geben wir nach 13 Minuten Backzeit noch auf diese Teigtaschen drauf. Und nach der Zeit holen wir sie raus und ich hoffe, sie haben eine herrlich braune Farbe angenommen, wie diese Blätterteigtaschen, die ich hier jetzt habe. Und ich muss wirklich zugeben, die sind mir richtig gut gelungen. Sie sind schön aufgegangen und haben eine wunderbar fluffige Fülle. Da kann ich es kaum erwarten, da reinzubeißen. So, jetzt schneiden wir mal so eine Tasche auf und schauen uns die Füllung an. Richtig lecker sieht das Ganze aus und ich bin zufrieden. Ja, und dann sind wir auch schon wieder angekommen beim Ende von dieser Folge von der Kochstunde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch wieder bei der nächsten Folge. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.